Pferdewetten richtig tippen mit Quantenmechanik Verschränkung Doppelspalt Autor D. Selzer-McKenzie YouTube. Heute ist Montag, der 8. April 2019 und per Internet werde ich nunmehr in Stunden in Australien ein Pferderennen und zwar das dritte Rennen um 6:55 Uhr. Dort sind es 10 Stunden später Wetten nach der Technik der Quantenmechanik und der Verschränkung. Und hoffe, dass ich das Siegpferd korrekt voraussagen kann. Es handelt sich wie gesagt um das dritte Pferderennen am heutigen Tage in Stunden in Australien, ein Pferderennen für dreijährige und ältere Pferde über eine Distanz von 1000 Meter und einem Preisgeld von 22,0 australischen Dollar. Und hier die Daten der Pferde, anhand wäre ich ja im Voraus berechnen muss, welches Pferd als Siegpferd durchs Ziel als erstes geht. Pferd Nummer 1 Vorrückast 72 mit fallender Tendenz. Pferd Nummer 2 mit Vorrückast 71 und fallender Tendenz und eine Kurzform von 3-3-2-4-800. Pferd hat bisher 5 Starts und 3 Plätze. Pferd Nummer 3 Vorrückast 79 mit steigender Tendenz und eine Kurzform von 2-4-3-8-200. Pferd hat bisher 5 Starts und 3 Plätze. Pferd Nummer 4 startet nicht. Pferd Nummer 5 Vorrückast 81 und eine Kurzform von 3-5-300. Pferd hat bisher 3 Starts und 2 Plätze. Pferd Nummer 6 Vorrückast 130 mit steigender Tendenz und bisher das Pferd einen Start. Pferd Nummer 7 Vorrückast 442 mit steigender Tendenz. Pferd Nummer 8 Vorrückast 129 mit steigender Tendenz. Pferd Nummer 9 startet nicht. Pferd Nummer 10 Vorrückast 392 mit fallender Tendenz. Pferd hat bisher einen Start. Pferd Nummer 11 Vorrückast 72 und eine Kurzform von 6-4-7-8, das Pferd hat bisher 4 Starts. Pferd Nummer 12 Vorrückast 135 und das Pferd hat eine Kurzform von 6-6-4-4-8 und bisher 5 Starts. Pferd Nummer 13 Vorrückast 83 mit fallender Tendenz und eine Kurzform von 7-5-6-2-500. Pferd hat bisher 22 Starts und 9 Plätze. Pferd Nummer 14 Vorrückast 189 mit gleichbleibender Tendenz und eine Kurzform von 7-7-7-5 und hat bisher 4 Starts. Pferd Nummer 15 Vorrückast 176 und eine Kurzform von 0-5-7-7-7 und hat bisher 5 Starts. Pferd Nummer 16 startet nicht, hat eine Kurzform von 7-0-6-0-3 und hat bisher 19 Starts und 3 Plätze. Das ist hier also ein klassisches Rennen, wo Pferde laufen, die bisher eigentlich noch nie gewonnen haben, und das verspricht natürlich auch eine etwas höhere Gewinnquote, wenn man das richtige Pferd bzw. die beiden oder die 3 richtigen Pferde im Voraus berechnen kann. Und das werde ich versuchen mit der Quantenmechanik in Verbindung mit der Verschränkung zu machen, da es bisher immer bestens mit dieser Technik geklappt hat. Sie können es nachrechnen, für die Pferde Nummer 8 und Pferd Nummer 13 ergeben sich die besten Daten zum Sieg und ich wette jetzt nur diesen beiden Pferde 6 und 13 als Siegpferde und auch noch wechselnd als Zweierwette. Und nunmehr ist es Zeit, das Rennen beginnt und sehen Sie, Pferd Nummer 13 läuft als erstes durchs Ziel und zweite ist die Nummer 8 und dritte die Nummer 6. Die Quantenmechanik und Verschränkung hat mal wieder sehr gut gerechnet, denn Pferd 13, das Siegpferd, habe ich ja gewettet und auch die Zweierwette hat geklappt. Nun kommen auch die Quoten. Pferd Siegpferd Nummer 13 eine Quote von 66 und die Zweierwette eine Quote von 1129.